Hallo und herzlich willkommen. Heute backen wir diese wunderschönen Sonntagsbrötchen. Warum es Sonntagsbrötchen sind? Weil man den Brötchenteig bereits am Vortag vorbereitet und dann am Sonntag kaum noch etwas zu tun hat und ausschlafen kann. Aber glaubt mir, diese köstlichen Goldstücke schmecken auch an allen anderen Wochentagen. Aber los geht's. Wir müssen den Teig vorbereiten. Dazu werden 500 Gramm Weizenmehl Typ 550, 290 Milliliter Wasser, 20 Milliliter Olivenöl, 10 Gramm Salz und 5 Gramm Hefe vermengt. Wir können hier auf das Kneten verzichten. Schaden würde es zwar nicht, aber es muss bei diesem Rezept nicht unbedingt sein. Normalerweise wird durch das Kneten das Klebeeiweiß gebildet. Dies macht den Teig elastisch und lässt die Brötchen beim Backen schön aufgehen. Wie gesagt, entsteht dieser Klebeeiweiß, das Gluten, durch das Kneten oder eben durch Zeit. Da wir den Teig bereits einen Abend vorher machen, hat der Teig ausreichend Zeit, die Klebeeiweiße zu bilden. Der Brötchenteig kann über Nacht bei Raumtemperaturen abgedeckt stehen bleiben. Am Sonntagmorgen schnappen wir uns dann den Teig, wie bei mir, pünktlich zum Sonnenaufgang, mit nordischen Grüßen vom Meer, aber zurück in die Küche. Ich nehme mir den Brötchenteig und bemehle sowohl den Teig als auch die Arbeitsfläche nur ganz leicht. Bei diesem Teig brauchen wir aber nicht übermäßig viel Mehl. An sich ist dieser Brötchenteig nicht besonders klebrig. Dafür bekommt man aber auch ganz schnell ein Gefühl, ob etwas mehr Mehl oder weniger verteilt werden sollte. Den Brötchenteig hole ich mit einer Teigkarte aus der Schüssel. Das mache ich wirklich sehr gerne mit der Teigkarte. Ich kann das auch wirklich jedem empfehlen, sich sowas zuzulegen, der es für weniger Euro zu haben. Obwohl wir den Teig nicht geknetet haben, kann man erkennen, dass dieser wirklich schön aufgegangen ist und auch sehr elastisch ist. Ich würde sagen, dass er auch das Volumen mehr als verdoppelt hat. Als erstes bewege ich den Teig ganz leicht auf der Arbeitsfläche und schaue, dass nichts angeklebt ist. Dann schlage ich den Teig zweimal ein, einfach ein bisschen über die Mitte rüber formen und immer ein bisschen ziehen. Anschließend ziehe ich ihn ein ganz bisschen in die Länge. Ich finde es so deutlich leichter, die Teiglinge abzustechen. Ich portioniere den Teig in ca. 90 Gramm Portionen. Ich mache das immer mit einer Küchenwaage, auf die ich einen Teller lege. Ich möchte nämlich, dass wirklich alle Brötchen gleich groß sind. Denn wenn ich schon um 20 Gramm abweiche, und das passiert mir immer wieder, wenn ich das auf die Waage lege, wären die Brötchen schon recht unterschiedlich groß und das möchte ich nicht so gerne. So verfahre ich auch mit dem ganzen Teig. Ich stecke das nacheinander ab. Es macht auch nichts, dort ein wenig zu stückeln. Also einfach dazulegen. Das machen wir nämlich gleich noch beim Formen bzw. Schleifen der Brötchen. Das macht dem Teig als solchen nämlich nichts aus. Ich schaue immer, dass ich maximal 3, 4, 5 Gramm Unterschied habe bei den Brötchen. Maximal, also im besten Fall einfach weniger. Je nachdem, wie genau man das selber haben möchte. Als nächstes bereite ich mein Bäckerleinen vor. Wer das nicht hat, der kann auch ein ganz normales Stoffhandtuch nehmen, beziehungsweise kann die Teiglinge nach dem Formen auch schon aufs Backpapier legen. Aber erstmal zu den Brötchen. Schauen wir uns nun das Formen bzw. das Schleifen der Brötchen genauer an. Wir klappen zunächst die Ecken bzw. die Seiten in die Mitte ein. Anschließend wird das Brötchen mit der hohlen Hand geschliffen. Aber Schritt für Schritt. Hier sehen wir, wie die Ecken einfach über die Mitte gefaltet werden. Das muss unten noch nicht besonders fest angedrückt werden. Jetzt drehen wir das Ganze auf den Kopf, machen die hohle Hand drüber und schleifen das Brötchen. Es ist wichtig, dass da nicht zu viel Mehl unter ist. Das Brötchen soll nicht nur rutschen, sondern es soll sich richtig formen zu einer Kugel. Man merkt auch, dass der Teig eine gewisse Spannung aufbaut. Anschließend rolle ich das Brötchen etwas in die Länge, denn ich möchte eine leicht längliche Form haben. Hier sehen wir jetzt auch nochmal das Schleifen der Brötchen von unten. Man sieht, dass der Teig halt hängen bleibt und nicht einfach nur drüber rutscht und danach eine schöne Kugel ergibt. Ob man das platt rollt danach in die Länge oder nicht, das ist jedem selbst überlassen, je nachdem, ob ich die runde Brötchenform haben möchte oder eine längliche. Ich habe mich hier für die längliche entschieden.
Sehen wir noch einmal das Zusammenklappen in die Mitte, beim letzten Brötchen noch einmal schleifen mit der hohlen Hand und als letztes ein wenig länglich rollen. Beim Schleifen übe ich durchaus ein bisschen Druck aus, falls der Teigling einfach mit dem Mehl nur rutscht, dann kriegt er wieder etwas Grip und es kommt eine schöne Kugel raus. Das sieht man hier auch nämlich nochmal von der Seite ganz gut. Die Hand ist hohl da drüber, ich kreise einfach ganz leicht mit ein bisschen Druck und danach noch einmal etwas in die Länge rollen. Hat man das Ganze 2-3 Mal gemacht, geht das auch ganz leicht. Man kann das dann auch beidhändig machen, wenn man möchte, dann ist man ein bisschen schneller dabei, wenn man sehr viele Brötchen macht. Das Bäckerlein ist im Gegensatz zum normalen Handtuch etwas steifer und so bleibt die Form von dem Brötchen etwas besser erhalten. Diese Brötchen müssen jetzt bei Raumtemperatur für ca. 30 Minuten gehen. Wie man hier sieht, lege ich die Brötchen auf Bäckerlein. Damit habe ich einfach sehr gute Erfahrung gesammelt. Das von mir eingesetzte Material verlinke ich auch nochmal in der Videobeschreibung. Dort ist ebenfalls auch das Rezept mit den genauen Angaben zu finden. Man kann die Brötchen jetzt aber auch schon auf Backpapier legen und mit einem Handtuch abdecken. An dieser Stelle müssen die Teiglinge aber noch nicht eingeschnitten werden. Das machen wir erst unmittelbar vor dem Backofen. Apropos Backofen, diesen müssen wir jetzt langsam mal vorheizen. Ich mache das bei 250 Grad Celsius Ober-Unterhitze. Zusätzlich stelle ich noch eine feuerfeste Form auf den Boden des Backofens und heize die ebenfalls mit vor. Die Brötchen kommen jetzt aufs Blech und werden eingeschnitten. Dabei muss man etwas vorsichtig sein, um die Form der Brötchen nicht zu zerstören. Das geht am besten mit einer Rasierklinge oder mit einem scharfen Messer mit Wellenschliff. Bevor die Brötchen in den Ofen kommen, werden diese mit Wasser besprüht. In die feuerfeste Schale gebe ich eine halbe Tasse Wasser. Dabei sollte man vorsichtig sein, um sie nicht zu verbrühen. Die Brötchen brauchen im Ofen ca. 17 bis 20 Minuten und können raus, wenn sie eine herrlich goldene Farbe haben. Sofort, wenn die Brötchen aus dem Ofen gekommen sind, werden sie noch einmal mit Wasser eingesprüht. Das verleiht ihnen einen schönen Glanz. Schauen wir uns nun aber die fertigen Brötchen an, die man wirklich leicht zu Hause selber backen kann. Diese ganz einfache Variante gefällt mir wirklich gut. Je nach Geschmack kann man noch ein Topping wie Mohn, Sesam oder Sonnenblumenkerne obendrauf verteilen. Was mir besonders gut an diesem Brötchen gefällt, ist die Vorbereitung am Vorabend. So kann ich das wirklich machen, dass wenn ich sonntags oder am Wochenende frische Brötchen zum Frühstück haben möchte, dass ich einfach den Teig nur noch morgens kurz bearbeiten muss. Ich muss die Brötchen nur formen und schleifen und eine halbe Stunde gehen lassen und kann diese schon backen. Und muss nicht mehr aufwendig den Teig erst noch kneten oder ähnliches. Normalerweise friere ich mir auch immer noch Brötchen ein. Das geht auch mit diesen Sonntagsbrötchen sehr gut. Also wenn was übrig bleibt, einfach einfrieren. Es besteht außerdem noch die Möglichkeit, eine Hälfte des Teiges nicht ganz fertig zu backen und dann einzufrieren. Das mache ich auch. Und wenn ich dann mal wieder Bedarf nach Brötchen habe, aber keine Zeit habe, mir frische zu backen, hole ich die aus meinem Eisfach und mache sie einfach nur für 10 Minuten bei 200 Grad in den Backofen und backe sie so fertig. Das klappt wirklich sehr gut. Hier sehen wir die Brötchen jetzt nochmal vom Nahen. Sie sind wirklich sehr schön geworden, haben eine gute Farbe bekommen. Sie sind einfach auch sehr lecker geworden. Die gefallen mir wirklich jedes Mal wieder gut. Zum Abkühlen lege ich die Brötchen jetzt noch auf ein Gitter und lasse sie halt noch für mindestens 10 bis 15 Minuten stehen, bevor ich sie esse, denn ansonsten sind sie noch zu warm. Ein bisschen auskühlen müssen die Brötchen immer. Das Brötchen von innen sieht auch einfach schön aus. Schöne Struktur. Von außen habe ich eine schöne Kruste, von drin sind sie weich. Ich esse sie am liebsten mit selbstgemachter Erdbeermarmelade. Aber auch die herzhaften Varianten mit Wurst und Käse schmecken mir gut. Ich wünsche viel Spaß beim Backen dieses einfachen Brötchenrezepts. Ich hoffe, dass ihr auch so viel Freude daran habt wie ich. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, ein Abo und einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch einen entspannten Sonntag, viel Spaß beim Backen und einen guten Appetit.